Ich kann mit meinen Problemen hingehen, egal was es ist. Mir wird wenigstens zugehört und dann versucht, eine Lösung zu finden. Und das habe ich vorher nicht gekannt. Seit ich hier bin, hat es einen riesen Wandel mit mir gegeben. Also ich weiß nicht, wo ich allein jetzt wäre, da wäre ich wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr. Also. Man kann sein Leben wieder auf die Reihe kriegen und man kriegt Hilfe, wenn man Hilfe braucht. Also ja, und es ist eigentlich halt immer ein Ansprechpartner da, Tag und Nacht. Ich muss der Heilsarmee dankbar sein. Erst einmal schon für die Aufnahme, dann die optimale Betreuung in der Anfangszeit, wo ich tatsächlich auf dem Nullpunkt war. Und sowas findet man eigentlich selten. Mir gefällt's. Ich gehe ja nicht mehr raus. Hier ist halt alles sauber einfach und sicher und so war das für mich alles so ganz überwältigend. Ja, weil es halt ganz was anderes war. Ich war das nicht mehr gewohnt, überhaupt nicht gewohnt, dass ich so behütet und umtuddelt wäre, so aufgepasst wird, dass mir ja gut geht. Es ist wieder Befreiung. Das erste Mal wieder in seinen eigenen vier Wänden zu sein und die Tür hinter sich zumachen zu können. Auf seinen eigenen Möbeln zu sitzen, das ist unbeschreiblich. Dieses Freienhaus ist halt auch speziell eben geschützt. Also für viele ist es schon die Sicherheit, dass die Tür zu ist. Das war für mich auch. Ich bin oft innen an der Tür gelehnt und habe gedacht, boah, zu, drin, zu, kann nichts mehr passieren. Es kommt kein Mann rein, außer er hat Besuchsrecht. Und dann eben auch die Gespräche mit den Sozialpädagoginnen und auch mit den Pförtnerinnen. So etwas kannte ich jahrelang nicht, dass mir jemand irgendwas hilft. Seit ich die Arbeit hier habe ich keinen Abfall mehr gehabt, also wirklich keinen Rückfall mehr gehabt. Weil ich bin halt immer beschäftigt, ich komme gar nicht mehr zum Nachdenken, negativ nachzudenken. Wenn ich daheim bin am ganzen Tag, fällt mir die Decken auf den Kopf. Und den ganzen Tag Fernsehen schauen kann ich auch nicht. Es ist für mich wichtig einfach, dass ich geregelt in der Früh aufstehe, in meine Arbeit gehe, also regelmäßig. Weil wenn ich später, dann muss ich es ja auch wieder können. Also das ist mir schon sehr wichtig. Und überhaupt zu sehen, wie viel Leistung man noch bringen kann. Arbeit ist wichtig. Ich mache auf einmal Sachen, wo ich nie geglaubt habe, dass ich sowas überhaupt kann. Der Mensch braucht was zum Tun und wer sitzt schon gern zu Hause rum und lässt sich vom Staat aushalten. Also da bin ich auch ganz froh, dass ich auch eine Gegenleistung bringen kann für das, was ich bekomme. Ne? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten hier auch in der Heilsarmee. Dann sucht man sich halt seinen spezifischen Teil, wo man meint reinzupassen, den sucht man sich dann aus. Klar, nur am Anfang. Es heißt ja auch Arbeitstherapie und man hat keinen Leistungsdruck, sondern wichtig ist hauptsächlich, dass man pünktlich ist, dass man regelmäßig kommt und dass man sich auch Mühe gibt. Und das ist halt gut zum Eingewöhnen wieder. Ich war jahrelang Hartz-IV-Empfänger und konnte mir irgendwo auch gar nicht mehr genau vorstellen, wie das ist, ob ich das überhaupt noch schaffe, jeden Tag in der Früh aufstehen und den ganzen Tag oder bis mittags zu arbeiten. Und jetzt habe ich halt gemerkt, dass das sehr wohl geht. Man kann sich schon ein schönes Taschengeld nebenbei verdienen. Das ist wohl nicht weltbewegend, aber man hat eine Beschäftigung und weiß, wenn ich früh aufwache, du hast deine Arbeit. Und daher kommt es, was ich auch jedem empfehlen würde, auch diese Beschäftigungstherapie anzunehmen.
Man denkt gar nicht darüber nach, irgendwann einmal Alkohol zu trinken. Wenn man das annimmt, was einem die Heilsarmee bietet, kommt man normalerweise gar nicht in Versuchung. Die Heilsarmee, die sieht es lieber, wenn ein ruhiger Ablauf ist. Es ist eine ganz neue Erfahrung für jemanden, der immer für sich alleine war eigentlich, wieder zu lernen, in der Gemeinschaft was zu unternehmen. Man lernt viele Sachen kennen und man sitzt nicht blöd auf seinem Zimmer rum, sondern ist ständig unterwegs, also jedenfalls unsere Wenigkeit. Ne? Und es macht halt einen Heidenspaß. Nicht darum, bloß mich einzuigeln, sondern eben viel in der Natur oder auf irgendwelchen Events zu sein. Und das macht Spaß, dass man einfach unter Leute kommt, neue Sachen kennenlernt. Man lernt auch wieder selber Gefühle zu zeigen, die man in der Vergangenheit eigentlich immer unterdrückt hat und die eigentlich immer vorhanden waren und die kommen jetzt wieder zutage. Und man lernt zu sich selber auch zu stehen wieder. Dieses Selbstbewusstsein, was einem ewig gefehlt hat. Man ist eigentlich immer geduckt, auch wenn man aufrecht gegangen ist, hat man sich eigentlich immer versteckt. Und das löst sich jetzt. Man wird sehr gut behandelt. Das soziale Verhältnis passt einfach. Und die tun alles, um jedem zu helfen, den weiterzuführen, wieder in die Öffentlichkeit zurückzubringen. Die Atmosphäre in der Heilsarmee ist gut. Es wird viel angeboten, auch freizeitmäßig. Man ist beschäftigt, das ist mir schon wichtig. Ich suche immer so spaßhalber, dann bin ich weg von der Stress. Wenn man was sagen will, dann kann man es auch sagen. Das wird nicht zensiert. Man kann spazieren gehen, man kann auf Konzerte gehen. Und es ist einfach so interessant, dass man sagen kann, Leute, so eine Arbeit macht Spaß, weil es einfach toll ist. Ich würde jedem empfehlen, die Heilsarmee aufzusuchen, wenn er Bedarf hat. Weil die Heilsarmee orientiert sich an der Bibel und nach dem christlichen Glauben und ist auch zugänglich und offen. Heilsarmee, habe ich jetzt gelernt, bedeutet nicht, okay, du bist jetzt abgeschrieben, sondern es kann nur einen Weg nach oben geben. Und mein Sozialarbeiter und das ganze Team drumherum, die bewegen sich halt richtig für mich und jetzt geht's aufwärts. Sie hat mir ein Zuhause gegeben und wie gesagt, sie hat mir geholfen, wieder Gefühle zu zeigen. Sie hat mir auch geholfen, wieder weinen zu lernen, was ich nie konnte. Und das ist für mich das Wichtigste, dass ich selber noch merke, ich bin noch ein Mensch.